Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wie ihr schon sehen könnt, wir haben Helm auf dem Kopf. Melanie und Andy von den Spurensuchern ist auch mit am Start. Wir sind wohl wieder unter Tage unterwegs und wollen uns heute eine U-Verlagerung aus dem Zweiten Weltkrieg anschauen. Ja, es wird halt ziemlich spannend werden, weil die Anlage kaum noch gefahren werden kann. Und ja, wir werden euch einiges dazu erzählen und wir starten aber jetzt direkt mit dem Video. Ja, wie ihr hier sehen könnt, sind wir hier praktisch in die Anlage gekommen. Wir mussten jetzt hier einen längeren Bewässerungstunnel, Abwassertunnel, uns hier durchrobben. Und dann könnt ihr hier schon mal den Betonausbau sehen. Es geht auf jeden Fall noch ein ganzes Stück geradeaus. Wir lassen auch unsere Warthosen an, weil es immer wieder Passagen geben wird, die ja, halt unter Wasser stehen. Hier geht es jetzt gerade noch, aber es gibt auf jeden Fall noch Passagen, da ist das halt zum Teil auch hüfthoch und da müssen wir halt aufpassen. Ja, hier könnt ihr jetzt schon mal ein bisschen euch den Ausbau anschauen, der hier im Nachgang passiert ist. Das ist eigentlich ein Entwässerungstunnel für das entsprechende Bergwerk, was hier angeschlossen ist. Und das hat man halt 1944 dann gesperrt und Ende 1944 ist dann das Ganze hier aktiv geworden in Form der U-Verlagerung. Und ja, ihr könnt das hier sehen, also der betonierte Ausbau hier an den Seiten mit den Stahlstreben, die hier reingezogen wurden. Und ja, schon krass. Da trifft man ja auch noch Leute. Ja. Übrigens, der Kanal wieder mal aufgemacht, ne? Ja. Hat man noch nicht mal seine Ruhe hier. So, es ist alles noch ziemlich gut ausgebaut hier, der Abschnitt. Und was ganz interessant ist, in dieser Anlage wurden Einzelteile produziert für Panzerabwehrkanonen und Flakgeschütze, vorrangig die 8,8 cm Kanonen, also für eine schwere Pack und für die 88er Flak, aber auch für Panzerteile, so einzelne Teile für Panzer. Es wurden nie irgendwie komplette Geräte oder Fahrzeuge gebaut, sondern man hat es halt immer über das damalige Deutsche Reich verteilt produziert, damit, falls eine Anlage bombardiert wird oder ausgeschaltet wird, dass trotzdem das Ganze halt weiter funktionieren kann, indem halt andere Anlagen dann die Aufgabe weiter übernehmen. So, hier haben wir auch schon eine kleine Nische mit einer Kammer. Das könnte jetzt entweder eine Toilette gewesen sein. Hier unten liegen zumindest noch so große Keramikteile. Deshalb könnte das hier schon mal eine Toilette gewesen sein. Also bis Kriegsende hat man auf jeden Fall hier noch einige Sachen produzieren können. Also die war schon in Funktion. Die ganzen Maschinen, die man dafür brauchte, waren hier auch schon drin. Und die hat man dann, als die Alliierten eingetroffen sind, von der entsprechenden Firma auch schon wieder rausgeholt, beziehungsweise die Alliierten haben dann auch den Rest hier rausgeräumt. Und dann ist das letztendlich dann wieder nur noch ein reiner Entwässerungsstollen oder Entwässerungskanal geblieben. Hier sieht man noch Schweller, Bahnschweller.
weil es wurde ja natürlich hier auch wieder ein Gleis durchgelegt. Auch für die Anlieferung, also hier waren auch Firmen in der Gegend aktiv, die dann halt die Anlage mit Rohstoffen und so weiter beliefern konnten, damit es halt relativ zeitnah gefertigt werden konnte, um die entsprechenden Stückzahlen zu erreichen. Und ihr könnt jetzt schon sehen, wie groß der Ausbau jetzt hier schon ist. So, hier oben war wieder eine Stromtrasse auch installiert. Da sieht man noch die Reste. Und hier an den Seiten werden dann halt die Maschinen dann gestanden haben, die die einzelnen Teile halt gefertigt haben. Hier sieht so aus, als ob das jetzt hier eine Schütte ist. Ja. Hier sind auch noch. Hier ist noch einiger Abraum von oben. Alles schon total versindert hier. Ja, die werden höchstwahrscheinlich damals verschlossen worden sein, als hier der Betrieb dann im Gange war. Ihr seht auch schon, es liegt hier schon eine ganze Weile, wie versindert das ist. Da ist auch kein Material nachgerutscht. Das waren doch Toiletten, oder Andy? Außer in dem einen Abteil habe ich so Keramik große gesehen. Oder zumindest ein Waschbecken oder sowas. Hier ist auch schon die Ziegelwand durchbrochen. Bahnschweller liegen hier auch noch drin. Ja, aber hier oben ist auch so eine Wasserleitung. So, hier unten könnt ihr schon sehen. Jetzt bin ich ja richtig weit eingesackt. Oh. Also die rechte Seite sollte man jetzt meinen hier. Boah, der Ausbau ist echt gewaltig. Hier oben seht ihr ja, ist aber geziegelt und an der Seite ist betoniert. Das ist ein Mischmasch. Also wir sind uns jetzt nicht ganz sicher, aber das hier, was ihr hier seht, dieses kleine Dreieck mit diesem Punkt und diese 263 zeigt im Prinzip an, bis 263 Meter Gestein, Erde über unseren Punkt jetzt halt ist, wo wir gerade stehen. Ich glaube, das war so wichtig. Ja, leider findet man halt so halt auch keine Fotos mehr aus der ursprünglichen Anlage bzw. den Einbauten. Das ist natürlich alles streng geheim gewesen. Das ist relativ selten, dass man da noch Originalaufnahmen findet. Außer die Alliierten haben davon dann Fotos gemacht, aber meistens ist ja sowas auch unter Verschluss oder in irgendwelchen Archiven. Aber mal gucken, was wir trotz alledem jetzt hier so finden. Ja, so wie es aussieht, haben Andy und Melanie hier
ein Teil von einer Lore oder einem Hund gefunden oder einfach so ein Förderwagen. Ja, da ist nämlich sogar noch das komplette Gleis bis an dieser Stelle. Ja, und hier ist jetzt so ein riesiger Förderwagen. Ja, hier sieht man jetzt wirklich noch das Gleis liegen. Was sind das eigentlich hier für komische Klappen hier oben? Weil das hier ist ja praktisch für die Stromleitung, was da in der Mitte ist mit dem Isolator. Aber diese kleinen Fächer, die hier oben noch angebracht sind, das kann ich jetzt nicht beantworten, aber vielleicht kann das ja auch einer von euch beantworten, dann gerne in die Kommentare schreiben. Oh. Ja, okay. Hier ist das Gestein durchgekommen, alles klar. Dann halten wir uns jetzt hier nicht weiter auf. Sind da so weit rein? Also ich bin jetzt über Knie weg. So, jetzt gehe ich hier wieder hoch. Oh, doch schon hoch hier. Das ist höher als jetzt im Hauptgang. Ja, hier können Transformatoren oder ähnliches gestanden haben. Das ist, kann ich jetzt auch nicht sagen. Irgendwas, was man jetzt natürlich für die Anlage brauchte, weil alle Maschinen brauchen ja logischerweise auch Strom hier. Tja, das ist cool, der Höhenunterschied. Melanie läuft da. Ich laufe hier. Und hier kommen wir jetzt wieder in einen breiteren Bereich. Ja, sieht man auch nochmal das Gestein hier oben. Ah, ist wie als ob hier oben noch ein Raum ist. Das ist hier nochmal abgestützt. Hier war höchstwahrscheinlich auch nochmal eine Schütte damals noch vom Bergwerk. Und dann wurde das Gestein hier runter gefördert. Also die Strecke jetzt hier ist schon wirklich sehr lang. Und wenn man bedenkt, wie gut der Ausbau bis dahin ist, ist das schon echt gewaltig, die Arbeit. Aber man darf auch nicht vergessen wieder, ne, das haben hier alles wieder KZ-Häftlinge gemacht, die hier relativ in der Nähe hier
Außenlager hatten. Und es waren, glaube ich, um die 1400 Häftlinge, die dem hier auch wieder zugeteilt waren. Die extreme Schichten machen mussten, also eine Schicht mit Appell und alles und sonstigen Schikanen ging für die Häftlinge um die 16 Stunden. Also das ist dann wieder Tod durch Arbeit. Es gab ein, ich glaube 2 Schichtensystem, weil für die Gefangenen auch nur die Hälfte der Betten zur Verfügung stande. Hier sind wir jetzt 260 Meter Gestein über uns. Ja, und hier kommen wir jetzt zu dem regulären Gestein, jetzt hier im Bergwerk. Also hier endet dann praktisch erstmal dieser Ausbau. Sehr beeindruckend. Es scheint auch hier irgendein Pilz zu sein. Ja, und hier haben wir wieder den Ausbau wie zu Anfang, ja. Ha. Ja, das ist interessant. Oh, da vorne sieht man auch wieder einen Förderwagen. Ah, tatsächlich, aber was für welche. Das Ganze ist ja hier auch ein Erzbergwerk gewesen. Und ja, da hat man auch schon entsprechend Material rausgeholt aus dem Berg. Das scheint hier eine Weiche zu sein, wenn ich da richtig liege. Boah. Also die sind schon wirklich gewaltig hier. Das jetzt mal so seht. Die haben schon ein ordentliches Fassungsvermögen. Das ist wahrscheinlich so eine Kipplore. Die konnte man dann an beiden Seiten so schwenken und je nachdem, wo das Material rausgehen sollte, da gab es an der Seite so eine Sperre, so einen Sperrhebel und dann konnte man das halt dann auskippen. Aber da fehlt im Prinzip der eigentliche Förderwagen, das Gestell, was darunter liegen muss. Und hier ist noch ein ganz altes Drahtseil. Ja, die Wasserrohre hier sind hier anscheinend dann irgendwie aufgehangen worden. So, hier sind wir bei 259. So, hier macht das Ganze zum ersten Mal jetzt einen Bogen nach links weg. Und hier kommen wir wahrscheinlich noch zu irgendeinem Grubengebäude. Ja, und hier liegt auch allerlei alte Relikte drin. Ich denke mal, das war so eine Art Maschinenhaus. Hier verschiedenste Kästen für Elektrik. Sich was das ist hier. Oh. Ah, hier geht's weiter. Aha, hier sind Schaltschränke an der Seite. Für die Stromerzeugung. Schaltschränke hier hinten. Okay. Dann kommen wir wahrscheinlich von der anderen Seite rein. Ja, ich denke mal, dass wir den eigentlichen Abschnitt jetzt der Uferlagerung passiert haben und hier jetzt eigentlich das reguläre Bergwerk wieder beginnt. Ja, das muss so sein. Weil das ist jetzt hier der typische Ausbau
Ja, das hat jetzt nichts mehr mit der Uferlagerung zu tun. Wir müssen, glaube ich, hier hinten rein, um jetzt zu diesem Grubengebäude von der anderen Seite zu kommen. Ja. Kommen da welche runter oder wie? Im Normalfall oder gehen die von hier hoch? Aha. Ja, zum größten Teil halt ausgeräubert. Wir suchen gerade hier diesen Punkt, wo die von der Haspe da runterkommen. Von der Haspe? Ja. Müssen wir da nicht noch bis zum Ende durch das Bergwerk durch und dann links? Das weiß ich nicht. Ich glaube doch. Weil wenn wir jetzt, also irgendwo muss sich das rechts und links jetzt verzweigen. Okay. Wir sind ja durch einen Querstollen schon drunter hergelaufen. Okay. Sprengkammer hier? Ja, denke ich mal. So, das hier muss nämlich die Sprengkammer hier sein. Sprengmittel gelagert wurden. Ja. Hier ordentlich verschlossen an das Ganze. Hier gibt es auch noch mal so ein Sprengtresor. Wahrscheinlich unterschiedliche Sprengmittel auch gelagert. Ich weiß jetzt nicht, was man im Einzelnen verwendet hat. Aber hier sind mehrere Türen, die praktisch geschlossen werden konnten, separat. Ja, das ist schon ein großes Lager dafür. Weiß nicht, warum man dann speziell solche Stangen hier reingezogen hat, dann für die Regale. Das muss ja auch irgendwie einen Grund haben. So, wir gehen die andere Strecke jetzt mal weiter. Aber wie gesagt, das ist jetzt alles dann das Bergwerk. Direkt und kein Ausbau mehr von der Uferlagerung. Ich will jetzt die Haspe hoch wieder. Alter Schwede, ey. Das ist aber auch krass.
Wahnsinn. Das ist richtig steil. Da könnt ihr das mal sehen, hier oben. Da hinten. Wenn ich mich jetzt ein bisschen halten kann. Das ist richtig steil da hinten. Von da oben kommt man praktisch aus diesem Bergwerk hier unten raus in die UV. Boah. Ja Leute, das soll es jetzt gewesen sein mit diesem Video. Wir begeben uns jetzt wieder Richtung Ausgang. Das war recht spektakulär, dieser Ausbau hier in dieser Uferlagerung und den Teil, den wir jetzt hier noch wieder mit dem Bergwerk erkundet haben. Und ja, schaut auf jeden Fall auch bei den anderen Kanälen vorbei. Die Beschreibung findet ihr hier im Video und dann würde ich sagen, schaltet beim nächsten Video ein. Bis dahin.